Willkommen im MBT-Studio. Heute möchte ich Ihnen die Funktion des MBT-RAT vorstellen. Das Risk Assessment Tool, das wir entwickelt haben, hilft Ihnen, die Risikobeurteilung zu dokumentieren, die in vielen europäischen Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist. Fokussiert ist der RAT auf die Maschinenrichtlinie, er kann aber auch für alle anderen Richtlinien erweitert werden. Das Tool basiert auf Excel und ich möchte Ihnen in diesem Video die Funktionsübersicht geben. Welche Makros haben wir eingebaut, welche Vereinfachungen haben wir eingebaut, was haben wir alles für Sie vorgesehen, damit Sie einfach eine Risikobeurteilung erstellen können. Fangen wir vorne an. Wo bekommen Sie das Tool her? Das Tool bekommen Sie kostenfrei. Sie geben hier oben in der URL www.ce-tools.de ein und dieser Link führt Sie dann automatisch auf den Punkt Tools von Maschinenrichtlinie.de und hier finden Sie neben dem MBT-RAT noch viele weitere Tools, die wir für Sie kostenfrei bereithalten. Wenn Sie auf der Webseite sind, sehen Sie hier im Bereich mehrere Links. Der erste Link ist die ZIP-Datei, in der sowohl die Excel-Vorlage als auch eine Druckvorlage für Word vorhanden ist. Hier unten noch einmal die ZIP-Datei und beide Dateien auch einzeln. Darunter finden Sie den MBT-RAT auch noch einmal auf Englisch. Das ist aber die gleiche Version und wie man das umstellt, erkläre ich Ihnen auch in diesem Video. Fangen wir an. Sie laden die Datei runter, Sie speichern die ganz normal und wenn die Datei dann auf Ihrem Rechner angekommen ist, öffnen Sie das entsprechende Verzeichnis und hier müssen Sie das Ganze einmal entpacken mit dem Entpacker Ihrer Wahl und Sie haben jetzt hier im Verzeichnis einmal die Excel-Datei und einmal die Word-Datei. Beide Dateien müssen Sie öffnen, bevor Sie damit richtig arbeiten können. Das liegt daran, dass Ihr Computer Dateien aus dem Internet nicht unbedingt vertraut. Er sollte dies auch nicht tun und da wir in den Dateien Makros eingebaut haben, die für die Funktionalität wichtig sind, müssen Sie einmal Ihrem Computer sagen, dass diese Dateien in Ordnung sind und er damit arbeiten darf. Wenn Sie die Datei geöffnet haben, sehen Sie erstmal hier unten den Reiter Risikobeurteilung mit der gesamten Übersicht für Ihre Risikobeurteilung. Darauf gehen wir aber erst nachher ein. Wir legen erstmal los und gucken uns hier vorne den Punkt Projektdaten an. Bei den Projektdaten sehen Sie erstmal hier oben generell Ihre Projektdaten. Wer sind Sie überhaupt? Was für eine Maschine bauen Sie? Und Sie sehen hier oben noch viele weitere Steuerungselemente. Die Steuerungselemente gucken wir uns nachher an. Gehen wir erstmal bei und machen ein bisschen Platz. Die ganzen Excel-Vorlagen brauchen Sie hier nicht. Wir zoomen ein wenig rein. Und jetzt gucken wir uns an, was steht hier. Hier finden Sie den Hersteller selbst. Sie tragen jeweils hier in die Felder ein, wer bin ich, worum geht es, was für eine Maschine ist das. Wenn Sie mehr wissen wollen zu den einzelnen Punkten, sehen Sie, dass viele Punkte hier blau sind und unterstrichen. Das heißt, das sind Links. Sie können auf diese Links draufklicken und landen dann wieder auf maschinenrichtlinie.de, wo Ihnen erläutert wird, was genau hinter den einzelnen Punkten steckt. In diesem Video soll es aber um die Funktionen des Tools gehen und nicht um den Inhalt der Risikobeurteilung selbst.
Gucken wir uns also die Funktionen an. Beim Konformitätsbewertungsverfahren können Sie per Dropdown die verschiedenen Konformitätsbewertungsverfahren auswählen und einfach per Mausklick angeben, welches Konformitätsbewertungsverfahren Sie durchgeführt haben. Wenn Sie nicht genau wissen, was Sie eintragen müssen in die einzelnen Zellen, was für ein Inhalt von Ihnen dort gefordert ist oder auch warum wir in der Excel-Tabelle diesen Inhalt von Ihnen fordern, dann klicken Sie einfach auf einen der Links drauf, zum Beispiel auf das Baujahr, und die Excel-Tabelle führt Sie automatisch auf maschinenrichtlinie.de und hier können Sie sich jetzt detailliert durchlesen, warum muss ich überhaupt das Baujahr angeben, in welcher Form muss ich das Baujahr angeben, ist es das Baujahr, wenn ich anfange zu bauen, zu konstruieren oder wenn ich in Verkehr bringe. Das nächste, was Sie eingeben müssen, sind die Projektteilnehmer. Ihr Projektleiter, Ihre Konstrukteure, Ihr Dokumentationsbevollmächtigter. Hiernach geht es an die Verwendung Ihrer Maschine. Sie sollen eingeben, wofür ist Ihre Maschine gedacht und wofür ist sie nicht gedacht. Gleichzeitig haben Sie hier unten wieder die Möglichkeit, per Dropdown auszuwählen, ist das Ganze für den privaten, häuslichen Gebrauch gedacht oder ist das für den industriellen Einsatz oder eventuell für beides. Denken Sie immer daran, Sie arbeiten hier mit Excel. Sie müssen jetzt nicht in diese Felder komplett Text reinschreiben. Sie können an dieser Stelle auch Links verwenden. Wenn Sie also schon eine Bedienungsanleitung geschrieben haben, beziehungsweise die entsprechenden Kapitel in Ihrer Bedienungsanleitung vorformuliert haben, können Sie hier auf das Dokument und auf das entsprechende Kapitel verweisen. Machen Sie sich das Leben an dieser Stelle einfach. Nach der Verwendung geht es darum, die Grenzen festzulegen. Hier haben wir die Grenzen, die in der EN ISO 12100 vorgegeben sind, für Sie übernommen, sodass Sie hier einfach ausfüllen können, welche Grenzen, welche räumlichen Grenzen, welche zeitlichen Grenzen und welche weiteren Grenzen hat meine Maschine. Wenn Sie das ausgefüllt haben, geht es im nächsten Schritt darum, noch einmal zu sagen, wer sind unsere Zulieferer. Auch hier ist es natürlich wichtig, dass Sie nachher, nach mehreren Jahren, feststellen können, wer hat uns unsere Unterbaugruppen geliefert. Wer ist dafür verantwortlich. Hiernach, wir zoomen ein wenig raus, geht es darum, einmal die Lebensphasen der Maschine zu überdenken. Vom Transport hin bis über die Bedienung machen Sie sich Gedanken darüber, wer kann das durchführen, wer darf das durchführen. Und dafür gehen Sie bei und füllen hier hinten aus mit Kreuzen, darf das der Laie tun, muss das geschultes, unterwiesenes Personal sein oder muss das eine Fachkraft sein. Weil das aber nicht in allen Ländern gleich definiert ist, wer ist geschultes, unterwiesenes Personal, wer ist eine Fachkraft, haben wir das für Sie auch schon einmal vordefiniert. Sie finden am Ende der Tabelle Definitionen, die wir aus verschiedenen Normen entnommen haben, die Sie dann übernehmen können und für Ihre Bedienungsanleitung festlegen können, wer ist für uns eine Fachkraft. Zoomen wir jetzt noch einmal auf das Blatt rein und dann finden Sie ganz am Ende den Eintrag Normenliste. Hier können Sie später automatisch Ihre Normenliste generieren. Das zeige ich Ihnen später im Video, denn aktuell haben wir ja noch gar keine Normen ausgewählt. Wir wechseln rüber auf das Blatt Risikobeurteilung
Im Blatt Risikobeurteilung sehen Sie hier vorne alle GSA-Punkte, alle grundsätzlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen, die die Maschinenrichtlinie in ihrem Anhang 1 listet. Wenn wir also rauszoomen, haben wir eine sehr, sehr lange Liste an GSA-Punkten, um die Sie sich im Rahmen Ihrer Risikobeurteilung kümmern müssen. Das ist auf den ersten Blick etwas abschreckend, dass Sie so viele Zeilen vorgegeben haben, bevor Sie überhaupt irgendetwas getan haben. Wir gucken uns jetzt aber an, wie Sie damit umgehen, wie Sie das vereinfachen. Wir zoomen also wieder rein in das Ganze. Und jetzt gehen wir die GSA-Punkte Stück für Stück durch. Sie haben nämlich direkt hier an dieser Stelle die Spalte GSA trifft zu. Standardmäßig, wenn Sie anfangen mit der Risikobeurteilung, sind alle diese Zeilen vorausgewählt. Das heißt, jede Zeile trifft erstmal zu. Und Sie müssen jetzt Zeile für Zeile entscheiden, ob diese Zeile vielleicht doch nicht zutrifft. Das heißt, wenn Ihre Maschine zum Beispiel keine Sitze hat, dann gehen Sie hierbei und füllen aus, diese Maschine hat keine Sitze. Sie sehen, hier vorne wechselt die Farbe von rot auf durchsichtig. Das heißt, diese Gefährdung trifft für Sie nicht mehr zu. Sie gehen so durch Ihre gesamte Liste durch und eventuell kommen Sie zu dem Punkt, dass Sie sagen, verschiedene andere Gefahren treffen auch nicht für mich zu. Alle diese kreuzen Sie einfach weg. Wenn Sie jetzt aber durch die gesamte Liste gehen und jede einzelne Gefährdung wegkreuzen, haben Sie sehr viel zu tun. Deswegen bietet Ihnen die aktuelle Version des MBTAAT die Möglichkeit, Überschriften abzukreuzen. Das heißt, Sie können jetzt zum Beispiel nach dem Anhang 1.1 den Anhang 1.2 komplett mit einem Klick abkreuzen. Dafür gehen Sie einfach in die Überschriften, die grau hinterlegten Balken, kreuzen hier auf Minus und dann wird jeder Punkt, der dort eingegliedert ist, auch automatisch abgekreuzt. Wir führen das jetzt noch einmal für den Rest der Tabelle durch. So, Sie sehen, nach 1.1 haben wir alles abgekreuzt, aber es steht dort immer noch. Es hindert uns immer noch daran, effektiv zu arbeiten und deswegen können wir jetzt Excel benutzen. Denken Sie immer daran, Sie sitzen nicht vor einem statischen Tool, dem Sie nicht sagen können, was Sie möchten, sondern Sie arbeiten mit Excel. Sie können hier auf die Funktion zurückgreifen. Wir scrollen einmal nach ganz oben und jetzt gehen Sie einmal hier in den Filter. Der Filter erlaubt es Ihnen zu sagen, die Zeilen, die ein Minus haben, die möchten wir uns gar nicht mehr angucken. Das heißt, wir blenden diese Zeilen jetzt einfach aus, einmal auf OK und schon hat sich das Ganze etwas zusammengestaucht. Sie haben jetzt hier oben nur die eine Zeile gesehen, deswegen gucken wir uns das in der Gesamtübersicht nochmal an. Wir zoomen also noch einmal raus und jetzt sehen Sie, es ist immer noch viel, was Sie zu tun haben, aber es ist für die erste Übersicht schon mal etwas weniger geworden. Das war der schöne Teil. Wir haben uns jetzt die Zeilen begrenzt. Wenn Sie jetzt aber an Ihrer Maschine drangehen, werden Sie feststellen, dass viele Punkte, die wir hier sehen, nicht nur einmal auszufüllen sind. Wenn Sie an die ergonomischen Gefahren Ihrer Maschine denken, da fallen Ihnen sicherlich sehr viele Stellen an Ihrer Maschine ein, an denen Sie etwas tun müssen. Sie brauchen also
die Zeilen doppelt. Wie können Sie das einfach machen? Sie klicken zum Beispiel hier auf die Zeile Ergonomie und dann oben auf das Plus. Hier oben drauf. Jedes Mal, wenn Sie Plus drücken, wird die Zeile, in der Sie sich gerade befinden mit Ihrem Cursor, verdoppelt. Jetzt haben wir hier vielleicht etwas zu viel eingefügt. Wir wollen eine Zeile wieder löschen. Nun, das geht genauso. Sie wählen mit dem Cursor die Zeile aus, die zu löschen ist, drücken auf Minus und werden jetzt noch einmal gefragt, ob Sie diese Zeile wirklich löschen möchten. Damit Sie nicht Daten verlieren, dadurch, dass Sie einmal falsch geklickt haben. Wir haben jetzt die Zeilen der Risikobeurteilung angepasst. Wie sieht es mit den Spalten aus? Denken Sie daran, diese Vorlage ist dafür geschrieben, dass möglichst viele Konstruierende damit umgehen können, ohne individuell Spalten hinzufügen zu müssen. Das sorgt aber dafür, dass einige der Spalten für Sie vielleicht überhaupt nicht zutreffen. Und Sie möchten nicht jedes Mal über diese Spalte drüber scrollen und nachher erklären müssen, warum Sie die Spalte leer gelassen haben. Blenden Sie diese Spalten also am besten einfach aus. Auch dafür haben wir etwas vorgesehen. Sie wählen die Spalte aus und gehen auf Ausblenden. Das ist die einfache Methode. Alternativ dazu können Sie auch einfach über Einstellungen gehen und kommen hier im zweiten Reiter darauf, dass Sie für jede einzelne Spalte auswählen können, möchte ich diese sehen oder nicht. So haben wir diese Spalte jetzt auch ausgeblendet. Der Vorteil über Einstellungen ist, dass Sie hier auch Spalten wieder einblenden können und eine einfache, schnelle Übersicht haben, welche Spalten überhaupt für Sie existieren. Gehen wir weiter. Welche Funktionen haben wir für Sie noch hinterlegt? Nun, das Wichtigste, mit dem wir immer im Bereich Risikobeurteilung arbeiten, sind Normen. Sie haben also an bestimmten Stellen, zum Beispiel im Bereich Ergonomie, vorgegeben, welche Normen hier existieren. Wenn Sie eine der Normen auswählen, wird automatisch der Titel der Norm in die nächste Spalte übernommen. Was ist aber, wenn die Norm, die Sie hier anwenden möchten, nicht hinterlegt ist in der Zeile? Nun, auch dafür haben wir etwas vorgesehen. Sie können einfach die Nummer der Norm im Reintext eingeben. Wenn die Norm hinterlegt ist, wird auch hier direkt ausgewählt, ist das eine EN-Norm, eine EN-ISO-Norm und es wird der Titel übernommen. Gleichzeitig, wenn dort mehrere Normen hinterlegt sind, wie zum Beispiel hier bei der 60204, die ich hier eingetragen habe, dann erhalten Sie eine Auswahlliste mit allem, was als 60204 hinterlegt ist. Wenn diese Liste zu lang wird, haben Sie am Ende der Liste dazu einen Hinweis. Dann haben Sie immer noch die Möglichkeit, das Ganze zu konkretisieren. Wenn wir jetzt also hier 60204-11 eintippen, dann wird uns nur noch das angezeigt, was als 60204-11 hinterlegt ist. Wo kommt das Ganze her? Warum hat die Tabelle diese Funktionalität? Das Geheimnis steckt im nächsten Reiter. Hier unten im Reiter B-Norm finden Sie eine lange Liste der Normen, die nach Maschinenrichtlinie harmonisiert sind. Diese Liste aktualisieren wir regelmäßig, wenn ein neues Amtsblatt erscheint, und Siegberg Muck bietet im Internet kostenfrei den Service, dass er Ihnen sagt, welche B-Norm passt zu welchem GSA-Punkt. Und das haben wir hier übernommen, sodass Sie hier seine Liste automatisiert wiederfinden für Ihre Risikobeurteilung. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Normen, die nicht mehr gültig sind.
Auch hierfür gibt es hier eine Übersicht, in der Sie sehen können, diese Normen sind nicht mehr harmonisiert, aber die Funktionalität, dass der Titel übernommen wird, dass das Ganze übersetzt wird, was wir gleich sehen werden, bleibt erhalten. Und natürlich haben Sie auch eigene Normen, die Sie eintragen möchten. Dafür haben wir ganz unten auf dem Blatt B-Norm die Möglichkeit für Sie, in der Tabelle Ihre eigenen Normen zu übernehmen. Und auch diese Normen werden dann nach vorne übernommen, wenn Sie einfach nur die Nummer eintragen. Das hilft Ihnen dabei, bei der Benennung der Norm immer konsistent zu sein. Gehen wir zurück auf Risikobeurteilung. Und ich habe jetzt angesprochen, dass das bei der Übersetzung hilft. Wenn Sie also auf Einstellungen klicken, können Sie hier zum Beispiel alles einfach auf Englisch übersetzen. Alle Texte, die voreingetragen sind, das heißt die Zeilen, die Spalten und die Normbezeichnung, werden dann automatisch übersetzt. Sie sehen im Setup, was vorher Einstellungen waren, auch die Möglichkeit, das Ganze auf Französisch zu übernehmen. Das ist allerdings nur als Vorlage gedacht. Hier können Sie selber eine Sprache eintragen Ihrer Wahl und können das in die Landessprache Ihrer Zweigniederlassung, in Ihre ausländische Niederlassung übersetzen lassen. Wir schalten einmal zurück auf Deutsch und gucken uns an, wo das Ganze herkommt. Wir haben hier unten den Reiter Sprache und hier haben Sie die deutsche Spalte, die englische Spalte und die französische Spalte vorausgefüllt. Das Excel-Programm kann jetzt automatisiert auswählen, welche Sprache es Ihnen anzeigen soll. Dafür gibt es vorne eine versteckte Spalte, die Spalte A, in der Sie diese Formel hier finden. Falls Sie nicht Microsoft Excel verwenden, kann es sein, dass diese Formel nicht funktioniert. Das heißt, wenn Sie OpenOffice verwenden, LibreOffice verwenden, kann es sein, dass diese Programme die Zeile nicht interpretieren können. Um trotzdem mit dem MBTAT arbeiten zu können, gehen Sie bei und kopieren die gewünschte Sprache, also Spalte B, Spalte C, in die Spalte A rein, überschreiben die Formeln damit und haben dann auch eine funktionierende Vorlage. Wenn eine neue Version des Tools erscheint, werden die Zeilen nicht einfach nur dazwischen gesetzt, sondern sie werden immer unten dran gehangen. Das sorgt dafür, dass wenn Sie eine vorübersetzte Fassung haben, in eine andere als die vorgesehenen Sprachen Deutsch und Englisch, dass Sie dann nur hinten weiterarbeiten müssen. Sie müssen sich jetzt also nicht mehr Gedanken machen, wo muss ich was tun, sondern Sie können Ihre Spalte hier hinten, zum Beispiel Französisch, einmal nehmen, kopieren, einfügen und unten weiterarbeiten. Natürlich sind wir Ihnen immer dankbar, wenn Sie uns fremde Sprachen zuschicken und wir nehmen die gerne auf, sodass Sie sich demnächst die Übersetzungsarbeit und diese Einfügearbeit sparen können. Eventuell haben Sie aber auch ganz eigene Einträge, die Sie standardmäßig übersetzt haben möchten. Dafür ist das Blatt eigene Sprache und hier können Sie jetzt Deutsch, Englisch, Französisch eintragen, was Sie gerne hätten. Wenn Sie dann in Ihrer Excel-Risikobeurteilung auf dieses Blatt verweisen, das heißt auf die Spalte A,
wird auch dies alles automatisch mit übersetzt. Kehren wir zurück zum Thema Risikobeurteilung. Sie haben jetzt hier Ihre Norm eingetragen, zum Beispiel die 12100 als eigene Norm und möchten jetzt eine bessere Übersicht erlangen. Denn aktuell stehen diese Zeilen alle nebeneinander und Sie sehen noch nicht, welchen Stellenwert hat diese Zeile. Das können Sie jetzt machen, indem Sie hier vorne in der Spalte davor eintragen, handelt es sich hierbei um eine A-, B- oder C-Norm. Das heißt, wir tragen hier jetzt ein, das sind B-Normen, die haben wir aus der MUK-Liste übernommen. Hier unten, das war auch eine B-Norm. Die 12100 ist die A-Norm. Und hier unten die 619, das ist eine C-Norm. Und so haben Sie jetzt eine optische Indikation, wie wichtig ist Ihnen diese Norm, welchen Stellenwert hat diese Norm in Ihrer Risikobeurteilung. Denn Sie wissen ja, C-Norm geht über B-Norm, geht über A-Norm. Gucken wir uns die nächste Funktionalität an. Die nächste Funktionalität finden Sie im Bereich Lebensphasen. Bei den Lebensphasen können Sie durch die Auswahl von alle, wenn Sie also in die Spalte alle ein X setzen, automatisch alle anderen Lebensphasen ankreuzen. Alternativ bleibt es Ihnen natürlich überlassen, alle Lebensphasen selbst einzeln anzukreuzen. Die nächste Funktionalität steckt in der Risikoeinschätzung. Hier haben Sie die Möglichkeit, natürlich Vorgaben aus Normen, Vorgaben aus anderen Papieren einfach zu übernehmen. Das heißt, Sie tragen das Risiko, was schon voreingeschätzt ist, einfach ein. Dann wird es nach hinten übernommen. Und wenn es denn eins der vorgesehenen Standardrisiken ist, also SIL, PL oder 1 bis 5, dann wird es auch noch für Sie farblich gekennzeichnet. Wenn Sie keine Vorgaben aus Normen oder anderen Papieren haben, können Sie hier aus 2 Risikographen wählen, die wir für Sie schon einmal einprogrammiert haben. Und zwar haben wir den Risikograph der 13849, Performance Level, und den Risikographen der 62061, Safety Integrity Level, für Sie eingestellt. Warum wir genau diese 2 Risikographen gewählt haben, können Sie bei uns auf der Webseite im Punkt Risikobeurteilung nachlesen. Fangen wir also an und füllen einmal den Performance Level aus. Wir wählen verschiedene Schadensschweren, Aufenthaltswahrscheinlichkeiten und Möglichkeiten des Ausweichens aus und erhalten daraus eine Risikozahl. Wir haben auch die Möglichkeit, hier am Ende nochmal die Wahrscheinlichkeit dieses Eintritts des Schadens auszuwählen. Die Formel funktioniert sowohl mit als auch ohne. Wenn Sie die Wahrscheinlichkeit nicht ausfüllen, geht die Tabelle einfach davon aus, dass es eine hohe Wahrscheinlichkeit ist. Das haben wir so einprogrammiert, weil die 13849 wahrscheinlich in der Zukunft diesen Parameter streichen wird und damit die Tabelle schon zukunftssicher ist. Alternativ können Sie den SIL ausfüllen. Auch hier tragen Sie wieder die Zahlen ein und Sie erhalten ein Ergebnis nach der Tabelle der 62061. Bis zu diesem Punkt haben Sie allerdings in der Ergebnisspalte bei 13849 und 62061 nur Ziffern stehen. Und das liegt daran, dass
Ingenieure und Konstrukteure uns gesagt haben, wenn wir hier an dieser Stelle schon direkt SIL oder PL vorgeben, dann wird im Ergebnis immer eine steuerungstechnische Lösung gesucht. Die Risikobeurteilung verlangt aber, dass Sie sich erst um konstruktive Möglichkeiten Gedanken machen. Damit Sie also hier ein SIL oder ein PL finden, müssen Sie in der Spalte Sicherheitstechnische Lösung ein Kreuz setzen. Und schon wechselt die Ziffer zu einem PL, zu einem SIL. Das nächste, was wir für Sie automatisiert haben, steckt wieder im Bereich Normung. Das heißt, an dieser Stelle sagen Sie jetzt nicht mehr, woher kommt mein Problem, sondern woher habe ich meine Lösung entnommen. Und auch diese finden Sie natürlich wieder in Normen, sodass Sie auch hier wieder angeben sollen, welche Normen Sie angewandt haben. Und deswegen haben Sie auch hier wieder die Möglichkeit, Normen aus Ihrem Blatt B-Norm zu übernehmen. Das nächste, was wir für Sie vereinfacht haben, ist, dass Sie jetzt einmal sagen, diese Zeile habe ich erledigt. Das heißt, Sie für sich treffen die Entscheidung, diese Gefährdung ist so akzeptabel und können jetzt hinten auswählen, dass die Zeile abgeschlossen ist. Wenn Sie allerdings gesagt haben, dass diese Gefährdung noch nicht abgeschlossen ist, noch nicht erledigt ist, dann können Sie die Zeile auch nicht abschließen. Excel weist Sie an dieser Stelle darauf hin, dass Sie noch eine weitere Hauptnummer ausfüllen müssen. Das stammt aus dem Bereich der Datenbanken, der Programmierung. Das heißt, Sie gehen bei und tragen hier vorne in die ersten Spalten eine Haupt- und Unternummer ein. Hauptnummer für diese Gefährdungsgruppe und Unternummer für die erste Gefährdung, für die zweite Gefährdung. Und wenn Sie jetzt gesagt haben, ich habe eine weitere Untergefährdung, dann können wir hier hinten die Zeile abschließen und müssen dann natürlich in der nächsten Zeile weiterarbeiten. Warum diese Funktionalität? Nun, Sie arbeiten mit einer Excel-Tabelle. Sie können vorne beigehen und können das Ganze eingrenzen und sagen, ich möchte jetzt nur noch die Hauptnummer 1 sehen. Und haben damit dann alle Schritte Ihrer Reduzierung dieser Gefährdung. An dieser Stelle kommt nun häufig die Frage, was ist mit der Risikoeinschätzung im Nachhinein? Warum sehen wir die hier nicht mehr? Nun, die Risikoeinschätzung im Nachhinein ist nicht vorgeschrieben. Weder in der 12100 noch in der Maschinenrichtlinie ist im Ablauf vorgesehen, dass Sie eine Risikoeinschätzung im Nachhinein machen. Das, was Sie tun müssen, dass Sie sagen, die Gefährdung ist hinreichend vermindert, haben Sie getan, indem Sie das hier in dieser Spalte angekreuzt haben. Aber viele Konstrukteure möchten gerne im Nachhinein noch eine Risikoeinschätzung machen und das können Sie natürlich tun. Diese Spalten sind nur versteckt. Sie gehen in die Einstellungen hier oben. Sie erhalten dieses Fenster, wechseln auf den Tab Sichtbare Spalten und dann können Sie hier an dieser Stelle die Spalten für die Risikoeinschätzung im Nachhinein alle wieder einblenden. Sie übernehmen das Ganze und dann sehen Sie, an dieser Stelle hier haben Sie Ihre Spalten. Für dieses Video sagen wir brauchen die Spalten erstmal nicht. Wir blenden sie also wieder aus. Das gleiche, was wir vorher gemacht haben. Wir gehen über Einstellungen, sichtbare Spalten. Wir
wandern wieder hin zu den Spalten, wählen alle ab und dann sind die Spalten auch schon wieder verschwunden. Welche Möglichkeiten haben wir noch für Sie hinterlegt? Etwas, was auch gefordert wurde, ist eine Logdatei. Das heißt, dass Sie nachher nachgucken können, wer hat wann welchen Eintrag hinternommen. Sie klicken dafür auf den entsprechenden Eintrag. Sie klicken hier oben auf Log und dann wird Ihnen solch ein Fenster angezeigt, in dem Sie genau sehen können, welcher Benutzer wann welchen Eintrag gemacht hat. Das ist natürlich etwas, was wir ungern dem Kunden übergeben möchten, wenn wir die Risikobeurteilung rausgeben. Deswegen haben Sie den Button Log löschen und hier können Sie noch einmal bestätigen, dass die gesamte Logdatei gelöscht wird, sodass dann für die einzelnen Einträge kein Zeitstempel mehr vorhanden ist. Sie sehen also hier, ein erneuter Klick auf Log gibt Ihnen das Fenster, dass für diese Zelle in Excel keine Logdatei existiert. Denken Sie daran, dass in jeder einzelnen Zeile für jeden einzelnen Eintrag automatisch das Datum vorne aktualisiert wird. Wenn Sie also auch hier nicht dem Kunden sagen möchten, wann Sie die Risikobeurteilung erstellt haben, markieren Sie einmal die gesamte Spalte und löschen Sie den Inhalt. Die Risikobeurteilungstabelle haben wir jetzt soweit ausgefüllt, uns alle Funktionen angeguckt. Ich hatte Ihnen vorhin versprochen, noch einmal zurückzukehren zur Normenliste. Wir haben jetzt die ein oder andere Norm ausgefüllt und jetzt können wir im Projektdatenblatt unten die Normenliste aktualisieren und bekommen hier automatisiert alle Normen aufgelistet, die wir verwendet haben. Alle doppelt verwendeten Normen werden gestrichen und alle anderen Normen werden der Reihenfolge nach aufgelistet. Für Ihre Konformitätserklärung müssen Sie jetzt allerdings wieder selber entscheiden, welche dieser Normen habe ich komplett angewandt und eingehalten und aus welchen dieser Normen habe ich mir nur einzelne Lösungen rausgesucht. Es ist aber für Sie an dieser Stelle schon mal ein guter Hinweis für Ihre Konformitätserklärung. Und auf der anderen Seite können Sie gleichzeitig diese Liste verwenden, um nachher zu sehen, auf welchem Stand ist diese Risikobeurteilung. Gibt es eine Norm, die wir hier eventuell austauschen müssen, weil sie nicht mehr harmonisiert ist, weil es eine aktuellere gibt? Kehren wir an dieser Stelle ein letztes Mal auf das Blatt Risikobeurteilung zurück. Im Bereich Einstellungen hier oben finden Sie noch weitere Dinge, die Sie verwenden können. Zum einen ist das Feld Update von einer früheren Version. Hier können Sie einfach die Excel-Risikobeurteilung laden, die Sie schon mit einer älteren MBT-RAT-Version ausgefüllt haben und können die Daten aus dieser alten Version in die neue Version übernehmen. Die alte Version wird dabei nicht verändert. Es werden nur die Daten übertragen, die Sie in die dafür vorgesehenen Felder eingetragen haben. Wenn Sie Daten übertragen, kann es vorkommen beim Copy-Paste-Verfahren, dass Sie aus anderen Excel-Blättern Links übernehmen. Das heißt, Sie kopieren nicht den Inhalt der einzelnen Zelle, sondern Sie kopieren einen statischen Link auf die andere Datei. Das kann zu Problemen führen, wenn Sie die andere Datei später löschen. Um solchen Problemen abzuhelfen, habe ich ein Makro geschrieben, dass Sie hier starten können und das hier automatisch die Links aus alten Dateien entfernt und durch den Text ersetzt. Ebenfalls kann es mit Copy-Paste zu dem Problem kommen,
dass irgendwann die Farbgestaltung Ihrer Tabelle nicht mehr stimmt. Das heißt, das, was Sie hier im Hintergrund sehen, dass die Normen bestimmte Farben haben, kann durch vieles Kopieren und Einfügen in Ihrer Tabelle kaputt gehen. Wenn das der Fall ist, können Sie auch hier wieder den Link verwenden und können die bedingten Formatierungen zurücksetzen. Damit sieht Ihre Tabelle wieder so aus, wie sie aussehen sollte. Gucken wir uns als letzten Punkt das Drucken der Excel-Tabelle an. Und um hier nicht unnötig viel Zeit zu verschwenden, drucken wir nur das aus, was wir auch wirklich ausgefüllt haben. Wir kürzen also die Excel-Tabelle ein. Jetzt können Sie hier unten im ersten Blatt Projektdaten auf Word-Datei der Risikobeurteilung erstellen klicken. Und Sie bekommen an dieser Stelle noch einmal einen Hinweis angezeigt, ob Sie wirklich drucken möchten, da das Ihre Tabelle für eine Weile lahmlegt. Der Druck wird im Hintergrund erstellt und dabei wird Ihre Tabelle gesperrt, damit Sie hier nichts mehr verändern können. Wir wollen das wirklich tun. Wir klicken auf Ja und jetzt erhalten wir hier einen Fortschrittsbalken angezeigt, der uns genau sagt, was gerade ausgedruckt wird. Erstmal die Datenblätter vorweg und danach jede einzelne Zeile im Blatt Risikobeurteilung, die noch sichtbar ist. Sie haben also gerade gesehen, wir haben das auf wenige Zeilen gekürzt und es werden nur die sichtbaren Zeilen gedruckt. Sie können also individuell über die Filter der Excel-Tabelle entscheiden, welche Zeilen wirklich gedruckt werden müssen. Wenn das Ganze fertig erstellt wird, haben Sie Ihren Word-Bericht zu Ihrer Risikobeurteilung. Und damit haben Sie die Risikobeurteilung abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Bau sicherer Maschinen. Und wenn Sie mehr wissen möchten zum Thema Risikobeurteilung und was fülle ich wo aus, kommen Sie zu uns zum Seminar, kommen Sie zum Online-Seminar oder gucken Sie sich die entsprechenden Videos an. Vielen Dank.